Hallo, herzlich willkommen auf dem Weg des Scheiterns. Schön, dass du dich hierher geirrt hast. Mein Name ist Nina. Auf der stetigen Suche danach, wie etwas besser laufen könnte, stelle ich immer wieder fest, dass sich oft gerade dann Möglichkeiten für Erkenntnisse öffnen, wenn etwas nicht wie geplant verläuft. Das Scheitern erscheint dann plötzlich als eine Art Spur, die zu etwas führt, das von Menschlichkeiten erzählen kann. Solchen Spuren möchte ich in den Episoden dieses Formats folgen. Vielleicht kann dir der ein oder andere Gedanke eine Reisebegleitung sein. Ich wünsche dir viel Vergnügen beim Hören und alles erdenklich Gute für deinen ganz eigenen Weg. Hallo, schön, dass du da bist. Was du im Hintergrund vielleicht hörst, ist nicht etwa Meeresrauschen, sondern gerade ein Flugzeug und die sanften Wogen von Autos auf einer Schnellstraße. Ich versuche normalerweise dem so ein bisschen zu entgehen, aber gerade habe ich einen Platz gefunden, der so schön ist, dass ich es einfach mal wage, dir das zuzumuten. Und was thematisch gerade kommt, ist vielleicht mehrere Fragen danach, wo der Unterschied zwischen Scham und Verlegenheit bestehen könnte. Und die anderen Fragen können sich vielleicht noch ergeben. Weil es gibt etwas an der Verlegenheit, was manchmal ja durchaus den Eindruck macht, dass es charmant ist. Und es ist auch etwas, das auf eine Weise auch manchmal kokett eingesetzt wird. Also nicht immer notwendig echt ist. Aber ich denke, echte Verlegenheit hat ein ganz gewisses Potenzial. Und das steht, so würde ich jetzt vermuten, im Zusammenhang mit Scham und dem, inwiefern sich Scham maskiert oder inwiefern ein Mensch, ob jetzt ich oder du oder jemand anders, ist völlig egal und austauschbar. Ich frage mich manchmal, ob wir richtige Scham überhaupt kennenlernen oder ob wir bestimmte Reaktionen auf die Angst vor Beschämung und nicht die Scham selbst, die natürlich dahinter steht als gefürchtetes Element, aber ob wir nicht eigentlich das Gefühl oder die verschiedenen Gefühle, die sich darum herum gruppieren, auf dem Schirm haben, die so ein bisschen, sich vor die Scham stellen, vor das wirkliche Erleben von Scham. Vielleicht ist das jetzt noch ein bisschen unverständlich, aber ich glaube, richtige tiefe Scham ist irgendwie mit einer Art Todesangst verknüpft. Ob es sich jetzt um eine handelt, bei der Verlust eines Persönlichkeitsanteils oder Selbstbildes auf dem Spiel steht oder vielleicht sogar irgendwie damit verbunden, die Zugehörigkeit zur Gruppe, zur Herde,
die gefährdet ist, weil man eine bestimmte Art von Schwäche zeigt und das eben möglicherweise unter Sanktion steht in dieser jeweiligen Gruppe. So oder so muss es etwas in der Scham selber, und damit meine ich jetzt die substanziellste Form der Scham, der wir uns jetzt noch gar nicht annähern konnten, aber mal schauen, ob das im Verlauf dieser Aufnahme funktionieren wird. Also ich glaube, dass Scham in der Tiefe eine sehr starke Sache ist, sehr beladen oder sehr mächtig, sehr verändernd, sehr unmittelbar auf ein Wesen zugreifend und es übernehmend. Die Frage ist nur, wann ist es diese Art von Scham, die ich jetzt versuche anzudeuten, und wann ist es das, dem wir den Namen Scham geben, was aber mehr das Gefühl ist, das entsteht, wenn wir immer versuchen zu vermeiden, Scham zu erleben. Das könnte dann zum Beispiel die Anstrengungen betreffen, die wir unternehmen, um uns bloß nicht schämen zu müssen. Das könnte so aussehen, dass man sich wahnsinnig viel Mühe gibt, zu glänzen und nichts falsch zu machen. Es könnte darin bestehen, nie aufzutauchen, also sich nie Raum rauszunehmen und so mit den Mitmenschen keinen Anlass zu geben, einen zu sehen. Das, glaube ich, fast noch mit am meisten verbreitet ist. Also so ein bisschen tief zu stapeln. Und es könnte auch sein, mit voll Karacho in die Richtung zu rennen, in der alle Möglichkeiten äußerer Anlässe, sich schämen zu müssen, wie sofort in Angriff genommen werden, um sie hinter sich zu bringen. Also tatsächlich, also ohne dass ich jetzt wirklich eine Bewertung damit meine, aber ich meine das jetzt in der Logik dieser ganzen kulturellen Konstruktionen davon, was jetzt angebracht ist und was nicht, aber innerhalb dieser Logik, dass ein Mensch sich wirklich daneben benimmt und sich auf eine Weise daneben benimmt, von der er sich erhofft, dass ihn das aus der Gefahrenzone zieht, weil er das selbst hineingerannt ist in dieses Feld und Leute vor den Kopf stößt, damit sie ihn vielleicht auch nicht mehr sehen können. Also ich glaube, das ist eine Art Flucht nach vorn, die auch genauso dem Zweck dient, tatsächliche Scham nicht zu erleben. Was aber bei all diesen Mechanismen oder Manövern bleibt, ist, dass vielleicht unbemerkt die Scham selbst weiterhin gefürchtet wird, und zwar auf eine Weise, die die Scham irgendwann nicht mehr kennt. Also die keine Verbindung mehr dazu hat, was das sein könnte, wie sich das wirklich anfühlt. Und ich glaube, das ist der Grund, warum sie umso mehr versucht wird zu vermeiden oder alles dafür getan wird, noch mehr Anstrengungen auf sich genommen werden, um zu verhindern, dass man das fühlt. Nicht, weil es vielleicht wirklich so schlimm ist. Die Frage steht noch offen, ob das so ist, sondern weil das Unbekannte daran gefürchtet wird. Und alle Dinge, in denen wir uns entweder anstrengen, entweder andere vor den Kopf stoßen oder klein machen, sind so etwas wie dosierbare Risiken und dosierbarer Schaden vielleicht auch, weil man ihn kennt. Aber er häuft sich, so kenne ich es von mir, wenn sich solche Manöver chronifizieren, häuft sich das, was man entbehrt und das, was man an Anstrengungen aufbringen muss, häuft sich an mit der Zeit und wird irgendwann
unübersehbar groß. Also bei mir ist es zumindest so. Und wenn wir den Faden verlieren zum Gefühl der Scham, das vielleicht sogar tatsächlich auf der basalen Ebene ein Gefühl oder ein Modus ist oder ein Zustand, auch ja vielleicht ein körperlicher Zustand, der irgendwo seinen Sinn haben wird, der aber natürlich durch verschiedene Formen der Erziehung und andere Dinge, bei denen es darum geht, Menschen kontrollierbarer zu machen, nicht selten perfide eingesetzt wird, um Menschen da zu treffen, wo sie empfindlich sind, um dafür zu sorgen, dass sie etwas fürchten, was immer drohen kann. Ich meine, in solch einer Kultur leben wir doch, oder? Also eine, in der viel Macht dadurch ausgeübt werden kann oder viel Kontrolle dadurch ausgeübt werden kann auf Menschen, indem sie fürchten, dass man sie verspottet oder dass man ihren Ruf schädigt und dafür sorgt, dass sie nirgendwo mehr ernst genommen werden oder auf irgendeine andere Weise mit dieser Drohung der Beschämung operiert. Wenn wir uns an den Stellen nicht vor Scham fürchten würden oder nicht schämen würden, dann denke ich, dass es viele Dinge, die es jetzt gibt und die jetzt so möglich sind, überhaupt nicht mehr funktionieren könnten. Wir wären viel weniger anfällig dafür, uns irgendwelche Produkte kaufen zu müssen oder irgendwelche Leute dafür zu bezahlen, die uns sagen, wie wir ein tollerer Hecht werden können. Das meine ich jetzt geschlechtsunabhängig, natürlich. Wenn nicht latent die Frage der Scham so vermint ist im Grunde. Also vielleicht wäre das Gnädigste tatsächlich mal mit so etwas, was ich jetzt so tatsächliche Scham nenne, in Kontakt zu kommen mit dieser Frage, woraus besteht das, wie ist das beschaffen, wie fühlt sich das wirklich an, wie reagiert mein Körper und überlebe ich das? Was wird da freigesetzt? Wie regeneriert das? Oder wie regeneriere ich davon? Das wären alles Dinge, die sich der Scham eher zuwenden. Und ich kann mir vorstellen, dass das die Scham als Schreckgespenst auch ein Stück weit erlösen könnte. Es scheint für mich zumindest so zu sein, dass und das gibt es auch zur Schau gestellte Scham. Also, was ich nicht für Scham halte, sondern auch für ein Manöver, das der Scham entgehen will und sie nicht aushalten müssen will. Aber also eine Form des sich übertrieben Entschuldigens und Runtermachens in der offensichtlichen Hoffnung, vom anderen auf eine Weise beantwortet zu werden, die sagt, nein, das siehst du falsch, das ist gar nicht so. Also den anderen mehr oder weniger dazu zu zwingen, erlöst zu werden. Das kenne ich glaube, es kennen auch viele andere. Wer das gar nicht kennt, melde sich bitte und sage mir, wie eine solche Lebenserfahrung dann aussehen könnte, in der das nicht vorkommt. Aber es gibt unheimlich viele Facetten, in denen sich die Vermeidung von Scham, denke ich, äußert. Und all das dient dazu, möglichst viel Platz zwischen sich und der Scham zu schaffen.
und zu verhindern, sich daran zu erinnern, dass es sie gibt. Dass egal, was man tut oder lässt, die Scham trotzdem nie den Raum verlassen hat. Und ich denke, da gibt es etwas an echter Verlegenheit, die interessanterweise dann ins Spiel kommen kann, wenn wir plötzlich vielleicht ein bisschen weich werden. Also wenn uns etwas nicht bedroht, sondern im Gegenteil ganz danach aussieht, als würde es uns tatsächlich nichts böse wollen und das auf eine glaubwürdige Art vermittelt. Und tatsächlich mit dem Blick mal schaut, der sagt, du bist wundervoll. Wo diese Bejahung und vielleicht auch Anerkennung real, authentisch und auf eine Weise geschieht, die nichts mehr verlangt, die nur sieht und bejaht. Ich glaube, das ist das, was uns tatsächlich verlegen machen kann. Und ironischerweise ist diese Art von Anerkennung vielleicht gar nicht notwendig damit verbunden, dass man eine Leistung vollbracht hat. Sondern das ist die Art von Anerkennung oder Bejahung, die dann ins Spiel kommt und auch nur dann diese Qualität hat, wenn ein Mensch in seinem Wesen erkannt wird und anerkannt wird. Das heißt, man muss nicht reinklotzen, also kann man natürlich, wenn das zum Wesen gehört, aber ich glaube, es ist das, was sich genau dann zeigt, wenn der Mensch, der gerade gesehen wird, sich tatsächlich mal das Recht genommen hat, als das aufzutauchen, was er wirklich gerade ist oder wie er sich wirklich gerade fühlt. Und dann da Menschen sind oder auch vielleicht nur ein Mensch, vielleicht ist es nur ein Augenpaar, dass diesen Menschen dabei sieht und sagt, ja, und nichts weiter. Nicht ja und ich hätte dafür jetzt gerne auch meine Bestätigung oder nicht ja und du musst jetzt irgendwie das immer für mich so machen oder nicht ja und ich mache dich damit von mir abhängig, dass ich dir diesen Zuspruch gebe. Das ist alles nicht gemeint, sondern diese Art von Blick, die tatsächlich staunt. Denn dieser Blick erinnert uns daran, dass wir vielleicht auch etwas in uns haben, was in der Lage ist, über uns zu staunen. Und dieses Ja zu formulieren, ohne Anspruch, ohne Kleingedrucktes. Und da denke ich, dass diese Art Verlegenheit, die dann entstehen kann, eine ist, die ja fast wie eine Kunst ist. Da gibt es das Phänomen, dass man plötzlich auch sehr weich mit sich selbst wird, inspiriert durch dieses Paar Augen, das einfach nur Ja sagt und nichts weiter. Und dann ist es möglich, dass man auf eine Weise mit sich in Kontakt kommt, die vielleicht sogar total schwer auszuhalten ist und die dann die Bejahung, die tatsächlich mal den Durst löscht, kaum annehmen können und uns davon abwenden und davor wegrennen, weil es ja ganz nah an den Stellen Berührung herstellt, die vielleicht noch wehtun und die vielleicht auch noch ungesehen wehtun. Und das zugleich daran auch das Paradoxe an dem eigenen
an der eigenen Strategie zutage tritt und klar wird, dass das, wie man es zuvor gemacht hat, niemals hätte funktionieren können, um das zu erfahren, worum es eigentlich geht. Und das Schöne an der Verlegenheit ist aber, dass es möglich ist, sie zu genießen. Also dass die Verlegenheit, die sich feiern lässt, sozusagen, die man an sich feststellt und gern hat. Die verlangsamt die Dinge so ein bisschen und die, würde sagen, die dreht so ein bisschen die Lautstärke runter. Es ist eine ganz andere Atmosphäre oder man könnte sagen sogar ein ganz anderer Aggregatzustand im Erleben. Es ist eine andere Stimmung. Es ist eine andere Aufmerksamkeit. Da geht was auf, wo was auftauchen kann. Und das ist ja vielleicht ein Aspekt von sich selbst, der noch nicht so leben durfte, wie er es gerne möchte. Vielleicht das Wesen, das man ist. Und auch die Erfahrung, dass sich dieser Teil, obwohl er vielleicht Ewigkeiten eingesperrt war, plötzlich raustraut, weil es eine Erlaubnis gibt tatsächlich, auch von außen, ja. Als Erfahrung, die essentiell ist. Das ist tatsächlich auch berührend. Das kenne ich sehr gut, wie berührt man davon sein kann, dass dieses kleine, scheue Wesen sich nun raustraut und sich zeigt. Und einen Versuch macht, einen echten Versuch. Und vielleicht sogar eine gute Erfahrung macht. Das ist wirklich sehr berührend. Also man kann von sich selbst berührt sein. Und dann auch mit Mitgefühl haben mit anderen Anteilen. Oder vielleicht genau mit diesem. Und ich glaube, dass der Grund für Verlegenheit gar nicht so sehr ist, dass man etwas gemacht hat, was so ein bisschen leicht daneben ist, sondern im Gegenteil. Verlegenheit, ich würde es zumindest jetzt so behaupten, kommt dann ins Spiel, wenn etwas richtig, richtig gut ist. Also wenn sich etwas richtig gut anfühlt und man beginnt, es sich zu gestatten. Es noch nicht voll tut, aber es ist in einer Zone dazwischen. Und das kann natürlich etwas sein, das irgendwie einem eigentlich peinlich ist oder das, wo Beschämung drohen könnte. Aber ich denke, das, was die Verlegenheit als Qualität im Gegensatz zur Angst vor Beschämung, Scham bedeuten kann, ist diese Nähe zur Möglichkeit, sich wirklich zu schämen. Das heißt, die Verlegenheit erinnert uns daran, dass es Scham gibt, während die Angst vor Beschämungsmanöver versuchen, diese Möglichkeit zu tilgen. Und deswegen denke ich, dass das Erleben von Verlegenheit, von echter, tiefer Verlegenheit, die den Blick auf sich selber auch etwas abzumildern vermag, ja, wie eine Möglichkeit sein kann, das Verhältnis zur Scham ein bisschen zu heilen. Und das tatsächlich, indem es diese Möglichkeit der Scham, die ja existent ist, wieder einlädt und sagt, na gut, es gibt dich. Es ist also wie, als würde in der Verlegenheit auch die Scham anerkannt. Und als Option getragen und vielleicht sogar versöhnt. Deshalb denke ich, dass echte Verlegenheit nicht nur ein kokettes Spiel ist und auch nicht einfach nur dazu dient, uns zu unterhalten und irgendwas süß zu finden, sondern ich glaube, dass echte Verlegenheit
etwas ganz Kräftiges ist, also etwas ganz Veränderndes sein kann. Wer weiß, ob es etwas Mächtigeres gibt als die Fähigkeit, sich selbst zu bejahen, im Grunde. Und die Situationen, in denen das gelernt werden kann, also in denen es erfahren wird, wie beispielsweise authentische Verlegenheit und Gerührtheit von sich selbst. Und das Halten der verschiedenen Aspekte, die vielleicht im ambivalenten Verhältnis zueinander stehen und einen so ein bisschen verlangsamen, aber nicht bewegungsunfähig machen, aber zumindest ein bisschen drosseln. Ja, dass das etwas ist, das auf den ersten Blick vielleicht nicht so stark erscheint, aber überleg dir mal, was wäre, wenn Menschen so viel Mitgefühl mit sich selber entwickeln, dass sie irgendwann auch das Gefühl haben, okay, was soll mich denn jetzt noch so sehr schockieren, dass ich mich wieder verliere? Wenn die Angst darin besteht, plötzlich eben nicht mehr zu fürchten, die Gruppe zu verlieren, sondern sich selbst. Dann sind die Pfeile der Beschämung vielleicht nicht mehr so spitz oder das, worauf sie treffen, ist vielleicht nicht mehr so durchlässig. Oder so durchlässig, dass es die Pfeile durchlässt und keine Verwundung entsteht. Deshalb sind es für mich heilige Momente, also Momente, in denen Verlegenheit echt ist. Man sich auf diese wunderschöne Art über sich selbst wundert, ohne sich abzulehnen. Ich denke, das ist der Balsam, der wirklich so einen Prozess unterstützen kann, indem man mal sehr hart gegen sich selbst vorgegangen ist, um das zu lindern. Ja, ich glaube, das war mein Plädoyer für die authentische Verlegenheit und das Erleben ihrer als etwas Schönes. Ich wünsche dir eine gute Zeit, alles Liebe und hoffentlich die Möglichkeit, wenn du das möchtest, ein bisschen den Duft der echten Verlegenheit zu schnuppern. Vielleicht ist es ja auch was für dich. Alles Gute für dich.